Der Kauf eines Autos ist bei vielen mit einer Finanzierung verbunden. In diesem Video zeigen wir dir 8 Tipps und Tricks, mit denen dein Autokredit günstiger und durch die deine Kreditchance erhöht wird. Die Zinsen für einen Kfz-Kredit unterscheiden sich nicht nur von Bank zu Bank, sondern auch von Kunde zu Kunde beim gleichen Anbieter. Wir zeigen dir, wie du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Tipp Nummer 1: Autokredit wählen. Kredite mit einem festen Verwendungszweck sind häufig günstiger. Weise bei der Kreditanfrage also darauf hin, dass du den Kredit zum Autokauf verwenden möchtest. Vergleiche die Angebote aber auch mit Krediten ohne Verwendungszweck. Tipp Nummer 2: 2 Antragsteller. Fast alle Banken legen die Zinshöhe beim Autokredit bonitätsabhängig, also auf der Basis deiner Kreditwürdigkeit fest. Je geringer das Ausfallrisiko für die Bank, desto niedriger ist der Zins. Gibt es einen Mitantragsteller, ist das Risiko, dass der Kredit nicht zurückgezahlt wird, für die Bank geringer. So steigt die Gesamtbonität und der Zins fällt. Das funktioniert natürlich nur, wenn der zweite Kreditnehmer nicht hoch verschuldet ist und ein festes Einkommen hat. Übrigens, da die Zinsen von Kunde zu Kunde variieren, also nicht jeder den gleichen Zins bei derselben Bank bekommt, müssen Banken im repräsentativen Beispiel angeben, welchen Zins 2/3 aller Kunden erhalten. Damit sollen Kredite leichter vergleichbar sein. Wirklich vergleichen kannst du aber nur, wenn du persönliche Angebote von verschiedenen Banken einholst. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3: Persönliche Kreditangebote von verschiedenen Banken anfordern. Gehe nicht nur zu deiner Hausbank, um einen Autokredit anzufragen. Online-Banken bieten häufig deutlich günstigere Zinsen und auch dort gibt es zum Teil große Unterschiede. Du solltest also möglichst viele persönliche Angebote für deine Autofinanzierung anfordern. Unter dem Video verlinken wir dir einen Anbieter, mit dem du kostenlos mit nur einer Anfrage deine persönlichen Konditionen von mehr als 20 Banken anfordern kannst. Hier wird nur eine Konditionenanfrage und keine Kreditanfrage gestellt, sodass sich die Anfragen nicht negativ auf deinen Schufa-Score auswirken. Schon nach wenigen Minuten erhältst du die ersten Angebote. Tipp Nummer 4: Kurze Laufzeit wählen. Für den Autokredit empfehlen wir dir eine Laufzeit von maximal 5 Jahren. Wählst du eine längere Laufzeit zwischen 6 und 10 Jahren, sinkt zwar deine monatliche Rate, aber die Gesamtkosten steigen. Und das hat 2 Gründe. Erstens, bei einem Autokredit mit langer Laufzeit tilgst du langsamer, sodass die Restschuld, auf die du Zinsen zahlst, während der gesamten Zeit höher ist. Und zweitens, das Ausfallrisiko für die Bank steigt, je länger der Autokredit läuft. Um das zu kompensieren, erhöhen Banken bei Krediten mit langer Laufzeit den Zins. Autokredite mit einer Laufzeit von 48 oder maximal 60 Monaten sind günstiger als länger laufende Kredite. Tipp Nummer 5: Keine Restschuldversicherung. Oft wird Kreditkunden von der Bank eine Restschuldversicherung aufgedrängt. Sie soll dich bei Arbeitslosigkeit sowie Berufsunfähigkeit und deine Familie im Todesfall schützen. Diese Versicherungen sind recht teuer und beinhalten in der Regel eine Vielzahl von Ausschlüssen. Oft gibt es beispielsweise eine Wartezeit von 6 Monaten bei Arbeitslosigkeit. Wirst du also innerhalb der ersten 6 Monate, nachdem du den Autokredit abgeschlossen hast, arbeitslos, zahlt die Versicherung nicht. Auch die Leistungsdauer wird bei den Versicherungen häufig eingeschränkt. So zahlt die Versicherung bei Arbeitslosigkeit oft nur 12 Monate lang. Dabei sind die Versicherungen sehr teuer. Je nach Bank werden für einen Autokredit über 10.000 Euro zwischen 800 und 1.300 Euro berechnet. Das entspricht zwischen 8 und 13% der Nettokreditsumme. Dazu kommt noch, dass die Versicherungsprämie auf die Kreditsumme aufgeschlagen und dadurch mitfinanziert wird. So zahlst du die Versicherungen über die gesamte Laufzeit in der Rate mit, was bedeutet, dass du darauf sogar Zinsen bezahlen musst. Hier solltest du also genau überlegen, ob du die Restschuldversicherung wirklich haben möchtest. Im Notfall kannst du das finanzierte Auto ja auch einfach verkaufen und den Autokredit vorzeitig tilgen. Die Vorfälligkeitsentschädigung beträgt dann maximal 1% der Restsumme. Noch ein Tipp: Wenn du aktuell Kredite mit einer Restschuldversicherung hast, kann sich, je nachdem wie hoch die Restschuld und die Restlaufzeit ist, ein Umschuldungskredit lohnen, bei dem du keine Versicherung abschließt. Damit kannst du entweder deine Rate senken oder die Restlaufzeit verkürzen. Eine niedrigere Kreditsumme und auch eine kürzere Laufzeit belohnen Banken mit einem geringeren Zins. Im besten Fall profitierst du doppelt, durch günstigere Zinsen und den Wegfall des Versicherungsanteils in der monatlichen Kreditrate. Am Ende des Videos verlinken wir dir unser Video mit wichtigen Tipps und Infos zur Umschuldung. Tipp Nummer 6: Verbessere deine Bonität. Wie gesagt, ist die Zinshöhe von deiner Kreditwürdigkeit abhängig. Um sie zu prüfen, lasse dir am besten vorab deine Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO von der Schufa zusenden. Das geht ganz einfach und kostenlos auf meineschufa.de. Wir verlinken dir das Anforderungsformular auch einmal unten in der Beschreibung. In der Datenkopie siehst du unter anderem deinen Schufa-Score. Ein Wert ab 95 gilt als gut und ab 97,5 als sehr gut.
Er sagt prinzipiell aus, wie wahrscheinlich es ist, dass du Zahlungsverpflichtungen nachkommst. Übrigens hat niemand einen Schufa-Score von 100, denn die Schufa berücksichtigt auch Risiken wie einen plötzlichen Tod. Außer deinem Schufa-Score siehst du außerdem alle Daten, die zu deiner Person abgespeichert sind. Neben Adressdaten sind das zum Beispiel Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten und Mobilfunkverträge und auch Zahlungsausfälle, die gemeldet wurden. Suche hier nach veralteten und fehlerhaften Daten, die deinen Score negativ beeinflussen können, und lasse sie löschen bzw. korrigieren. Das kann deine Kreditwürdigkeit verbessern und erhöht die Chance auf niedrigere Zinsen. Tipp Nummer 7. Gib Sicherheiten. Die Zinsen bei Immobilienfinanzierungen sind im Vergleich mit anderen Krediten so günstig, weil als Sicherheit die Immobilie hinterlegt wird. Das Prinzip lässt sich auch bei einem Autokredit anwenden. Einige Banken möchten zu dem Zweck eine Sicherungsübereignung für das Fahrzeug. Im Falle von Zahlungsausfällen kann es dann verwertet werden. Bei Filialbanken lassen sich auch andere Vermögenswerte als Sicherheit hinterlegen. So kannst du zum Beispiel eine Kapitallebensversicherung zur Absicherung anbieten und damit einen günstigeren Kredit bis zur Höhe des Rückkaufwertes erhalten. Oder wenn du ein Depot hast, kannst du die Wertpapiere zum Besichern des Kredits nutzen. Einige Depotanbieter bieten diese Möglichkeit auch direkt mit einem sogenannten Lombardkredit. Normalerweise ist eine Beleihung von bis zu 60% möglich. Hast du also beispielsweise ein Depot mit einem Wert von 100.000 Euro, wäre bei 60% Beleihung ein Kredit von 60.000 Euro erreichbar. Fallen die Kurse der Wertpapiere allerdings so stark, dass die 60% unter der aktuellen Restkreditsumme liegen, musst du einspringen und die Differenz einzahlen. Tipp Nummer 8. Zusammenfassung mehrerer Kredite. Die Anzahl der Gläubiger beeinflusst deinen Schufa-Score. Je mehr Banken es gibt, bei denen du Kredite hast, desto größer ist das Risiko für den neuen Kreditgeber, dass seine Rückzahlung ausfällt. Wenn du also schon mindestens einen anderen Kredit laufen hast, addiere die alte Restschuld zur benötigten Kreditsumme dazu und wähle Umschuldung als Verwendungszweck. So kannst du den alten Kredit tilgen. Eventuell kannst du mit einer Umschuldung auch noch Zinsen sparen. Zum Beispiel, wenn man dir zur Kreditaufnahme eine Restschuldversicherung mitverkauft hat oder der Zins beim alten Kredit höher war. Einflussfaktoren auf die Zinshöhe. Dein persönlicher Zins wird von der Bank durch 3 Einflussfaktoren bestimmt: die Laufzeit, die Bonität und die Kreditsumme. Jeden der 3 Faktoren kannst du mit den 8 Tipps positiv beeinflussen. Es geht immer darum, das Risiko für die Bank zu reduzieren, um dadurch deinen Zins zu senken. Unter dem Video verlinken wir dir einmal einen Anbieter, bei dem du mit nur einer Anfrage kostenlos die Angebote bei mehr als 20 Banken anfordern kannst. Und hier verlinken wir dir einmal das Video mit allen wichtigen Tipps zur Umschuldung, um die Raten bestehender Kredite zu senken. Falls dir noch weitere Tipps für einen günstigeren Kredit einfallen oder wenn du noch Fragen hast, schreib uns unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.